Wollen wir noch ein bisschen über die Einzelheiten sprechen. Zugeschaltet ist Professor Volker Cronenberg, Politikwissenschaftler. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Pocher. Also nach diesem Ampel-Aus hat natürlich jetzt auch das große Blame-Game begonnen. Die einen machen die anderen verantwortlich. Scholz sagt, ja, die FDP, Christian Lindner, seien zu wenig kompromissbereit gewesen. Auf der anderen Seite behauptet das wiederum auch Christian Lindner vom Kanzler. Nun hat er die Reißleine gezogen. Wie würden Sie das interpretieren? Hat Scholz damit Führungsstärke gezeigt oder sieht man hier nur jemanden, der versucht, irgendwie noch ein bisschen seine Haut als Kanzler zu retten? Naja, also nach dem Auftritt gestern Abend des Bundeskanzlers würde ich eher zur zweiten Deutung neigen. Also das war jetzt ein sichtlich angefasster Betroffener, wirkte auch überrascht, Olaf Scholz. Und wenn man sich die Genese anschaut, die Entwicklung der letzten Tage, ja im Grunde ja Wochen, dann war das ja einerseits gar nicht überraschend und auf der anderen Seite, und das irritierte dann doch auch, war das ja eine Rede, die er da gehalten hat, ein Statement, das sehr gründlich vorbereitet wirkte und auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr scharf, sehr, sehr persönlich wurde und ehrlich gesagt vielleicht auch mehr Fragen aufgeworfen hat, das Statement, als Antworten gegeben hat. Da sind ja Vorwürfe sehr personalisiert vorgetragen worden, auch auf die Regierung, die gemeinsame Regierungszeit, wo man sich dann fragt, ja, wenn das alles so dramatisch gewesen ist, das Agieren des Finanzministers, eines wesentlichen Partners in dieser Regierung, wieso hat er denn das dann so lange auch geschehen lassen? Also er wirkte sehr, sehr angefasst und ja, er will sicherlich auch mit dem Hinweis, wir haben jetzt noch wichtige Vorhaben, die wollen wir erstmal abarbeiten und dann in gefühlt 2 Monaten oder so stelle ich die Vertrauensfrage. Das ist in sich nicht wirklich stimmig und er weiß natürlich auch, dass das parteipolitisch mit Blick auf die Opposition sicherlich auch nicht auf große Begeisterung stoßen wird. Also der gestrige Abend und die Entwicklung in der Nacht, natürlich auch auf Seiten der FDP, keine Frage, hat mehr Fragen formuliert als Antworten gegeben. Ein letzter Punkt, es war natürlich spürbar im Statement Scholz, wie auch bei dem von Lindner und dem der grünen Spitze, dass im Grunde schon Wahlkampf läuft. Jetzt haben wir eben auch die Bilder gesehen. Kurz nach dieser Entscheidung hat sich der Kanzler feiern lassen von seinen Genossen. Da wurde gejubelt, da wurde geklatscht. Dafür, dass eine Regierung kaputt gegangen ist, dass die Menschen in Deutschland jetzt nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dass ein Haushalt da ist, der noch nicht beschlossen ist. Finden Sie das genauso befremdlich wie ich? Ja, es ist befremdlich, es ist irritierend, aber aus der Parteilogik heraus natürlich nachvollziehbar. Das Statement von Scholz, ich habe es angedeutet, war vermutlich dem Amt nicht wirklich angemessen durch diese sehr persönlichen und dann auch jetzt der entscheidende Punkt, sehr parteipolitisch gefärbten Vorwürfe. Ich habe da gestern Abend weniger den Bundeskanzler, auch wenn das so rhetorisch natürlich aufgeladen war, aber in der Sache eher schon den Wahlkämpfer und den künftigen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz rausgehört. Und dafür ist er sicherlich dann auch in der Fraktion gefeiert worden, weil in diesem Statement, das war ja im Grunde schon der Blick nach vorne, die Flucht nach vorne in einen Wahlkampf, der sicherlich auch noch sehr überraschende Momente haben wird. Also wenn man jetzt meint, die Wahl ist schon gelaufen, weil die Opposition so weit vorne liegt, dann wird man sich noch wundern. Ich glaube, dass aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt auch der Wahlausgang in den Vereinigten Staaten, die Dinge noch mal durcheinanderwirbeln wird. Aber die SPD-Fraktion hat hier sicherlich diesen sehr kämpferischen und in seinem Statement sehr aggressiven Olaf Scholz gefeiert, der sich jetzt schon sehr, sehr klar von der FDP abgrenzt, die ja bis wenige Minuten vorher noch wichtiger Teil der Koalition war. Und dann hat er auch gesagt, wir haben auch alles versucht, dass man da zusammen an Bord bleibt. Das ist in sich nicht stimmig, aber man schließt jetzt die Reihen bei der SPD. Ja, und über Irritation und Fragen hinweg applaudiert man dann lieber. Schauen wir mal auf die FDP, genauer gesagt auf Christian Lindner. Die Tatsache, dass Olaf Scholz da das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und ihn gefeuert hat, was bedeutet das grundsätzlich für Lindner und auch seine Politikkarriere? Kommt ihm das eher entgegen oder würden Sie sagen, na, da hat er selber die Chance verpasst, zu sagen, ich gehe?
Ich glaube, aus Sicht von Christian Lindner, des Finanzministers, wäre ein Rücktritt natürlich auch möglich gewesen, keine Frage. Und meine Beobachtung war, dass das vielleicht auch bis zum Ende hin noch gar nicht so wirklich klar war, wie es zu Ende geht. Aber dass es zu Ende geht, war für mich jetzt weniger überraschend, schon seit Tagen. Da hat natürlich auch sein Grundsatzpapier eine wichtige Rolle gespielt. Aber es sollte natürlich am Ende doch auch der Eindruck bei den Menschen im Land da sein, dass man eben von sich aus alles gegeben hat, um zusammen zu bleiben. Und was Christian Lindner auf jeden Fall vermeiden will, ist sozusagen so ein Bild, er flüchtet vor der Verantwortung. Da ist ja 2017 die Frage, auch wenn die Dinge doch anders sind, nicht Jamaika zu Ende ausgelotet, besser nicht regieren als falsch regieren, da der Rückzug, dann ist er seinerzeit einige Jahre zuvor als Generalsekretär. Also er will auf keinen Fall so ein stereotypes Bild, so ein Image bedienen, dass er derjenige ist, was natürlich Olaf Scholz dann sehr, sehr offensiv ja gestern Abend getan hat, dass er derjenige ist, der Verantwortung flieht. Und insofern ist dann eine Entlassung durch den Bundeskanzler, also beantragt beim Bundespräsidenten, natürlich aus seiner Sicht sinnvoller, in sich stimmiger als ein Rücktritt. Aber ich deute das schon auch. Das war ja aus seiner Sicht jetzt aus Grundüberzeugungen, Stichwort eben die Schuldenbremse auf keinen Fall, aus strategisch taktischen Erwägungen jetzt in einer Koalitionskrise einfach aussetzen, wäre er auch dann zum Rücktritt bereit gewesen. Noch eine Frage mit Bitte um kurze Antwort. Wenn es jetzt dann zu Neuwahlen kommt, momentan geben die Umfragen am ehesten eine GroKo her. Wäre es das, was Deutschland jetzt wirklich braucht? Naja, also große Koalition, wenn das die Union mit der SPD eben ist, dann würde das sicherlich für viele Menschen für Stabilität sprechen. Das sind so die Mitteparteien, die grundsätzlich immer auch koalitionsfähig sind. Und das haben ja auch in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren ja 3 große Koalitionen gezeigt. Das ist Stabilität. Ob das dann im Grunde wiederum dann aber auch Kräfte an den politischen Rändern noch bestärkt, ist dann wiederum auch die Frage, also sozusagen jetzt in der Mitte zusammen und eben nicht sich reiben, andere Konstellationen. Ich glaube, das ist noch zu früh. Man muss eben schauen, ich habe es angedeutet, der Wahlkampf wird noch manche Überraschungen mit sich bringen und das sind Momentaufnahmen, diese Umfragen. Ich glaube, da ist noch manche Bewegung drin. Die FDP ist mit Blick auf die Union sicherlich künftig auch ein möglicher Koalitionspartner, wenn sie es denn schafft, jetzt in diesem relativ kurzen Wahlkampf, der zu erwarten ist, und heftigen Wahlkampf tatsächlich den Weg nach oben in den Umfragen und dann eben auch in der Abstimmung zu schaffen. Aber grundsätzlich Schwarz und Rot sind staatspolitisch immer koalitionsfähig und auch in diesen fordernden Zeiten. Daran wird bestimmt eine Regierungsbildung dann am Ende nicht scheitern. Wir sind gespannt, wie es in dieser Frage weitergeht. Professor Cronenberg, danke schön für Ihre Einschätzung.